Liebe Koch-Azubis, die Aufgabe Kartoffelpüree bzw. Kartoffelstampf kann eine Aufgabe bei der Zwischenprüfung sein. Deswegen will ich euch heute in diesem Video darauf vorbereiten, damit ihr so viele Punkte wie möglich bei dieser Thematik mitnehmen könnt. Die ersten Punkte bekommt ihr, wenn ihr aus dem Warenkorb richtigerweise die mehlig kochenden Kartoffeln auswählt. Bevor die Kartoffeln auf unser Brett kommen, werden sie gründlich im kalten Wasser abgespült. Denkt bitte dran, dass alles, was aus der Erde kommt, besonders anfällig für den Befall von schädlichen Mikroorganismen ist, weil die meisten Mikroorganismen auf dieser Welt sich unter bzw. in der Erde befinden. Unser Brett darf also nicht schmutzig werden, weil Stichwort Kontamination bzw. Kreuzkontamination. Punkte bekommt ihr auch dafür, wenn ihr Gemüse auf einem grünen Brett verarbeitet. Zu Hause habe ich persönlich nur weißes Brett, daher verwende ich das weiße Brett. Die Kartoffeln schäle ich mit einem Sparschäler und gebe sie ins kalte Wasser. Bitte schält nicht mit einem Messer, leider tun das immer noch sehr viele. Die Prüfer würden euch für das Messer Punkte abziehen, mit dem Argument, dass ihr mit dem Messer nicht sparsamer schält, sondern viel mehr Müll produziert als mit dem Sparschäler. Die Schalenreste lasse ich direkt in meinen in Anführungsstrichen Biomülleimer reinfallen. Das spart mir später das Saubermachen des Bretts. Dunkle Stellen wie zum Beispiel hier müssen wir selbstverständlich entfernen. Damit ihr Zeit spart und die Kartoffeln schneller gar werden, solltet ihr sie in kleine Stücke schneiden. Damit sie aber gleichmäßig gar werden, solltet ihr sie alle in gleich große Stücke schneiden. In den Topf gebe ich natürlich möglichst heißes Wasser aus dem Wasserhahn. Stichwort kocht schneller und spart Energie und somit Geld, weil kaltes Wasser aufzukochen viel länger dauert. Die Kartoffeln kochen wir selbstverständlich im Salzwasser. Manche geben einen Deckel drauf mit dem Argument, dass es Energie spart und schneller kocht. Vom Gefühl her mache ich persönlich lieber ohne Deckel, damit ich die Kartoffeln im Blick behalte. Gleichzeitig stellen wir Milch, manche nehmen auch gerne Sahne, auf den Herd und lassen das langsam heiß werden. Die Milchmasse könnt ihr natürlich auch mit Salz und Muskat abschmecken. Ich mache das heute erst am Ende, direkt in die Kartoffelmasse sozusagen. Wenn die Kartoffeln gar sind, kommt das Wasser weg und die Kartoffeln werden durch eine Presse gedrückt. Wenn ihr aber einen Kartoffelstampf machen wollt, dann dürft ihr natürlich gerne ganz normal stampfen, statt eine Presse zu verwenden. Beim Kartoffelstampf geht man sowieso davon aus, dass da kleinere Kartoffelklümpchen vorhanden sein dürfen. Beim Kartoffelpüree, besonders in etwas gehobener Gastronomie, dürft ihr gerne auf Nummer sicher gehen und die abgeschmeckte Kartoffelmasse, also am Ende, also wenn alles fertig ist sozusagen, durch ein Sieb passieren, um Klümpchen vollumfänglich rauszubekommen. Bevor wir aber soweit sind, geben wir erstmal ein paar Butterflocken in die Kartoffelmasse und dämpfen die Kartoffelmasse etwas aus bzw. wir rühren sie um. Bitte spart nicht an der Butter. Keine Angst, wir dämpfen sie nicht so lange wie bei der Herstellung einer Duchesse-Masse. Wenn du die Kochausbildung machst und dich jetzt fragst, was ist denn eigentlich eine Duchesse-Masse, dann solltest du dir im Anschluss unbedingt mein Video zum Thema Duchesse-Masse anschauen. Hier darf natürlich frische Muskatnuss und Salz nicht fehlen. Entweder jetzt würzen oder nachdem die Milch eingearbeitet wurde. Die Milch bzw. Sahne muss heiß sein, damit die Kartoffelmasse nicht zum Abkühlen gebracht wird. Das müsst ihr ein bisschen peu à peu nach Augenmaß reingeben und nach Gefühl bzw. nach Konsistenz entscheiden, wann das Püree fertig ist sozusagen. Ein bisschen Milch hebe ich mir gerne für später auf, falls ich das Püree später nochmal warm machen muss, damit ich dann noch etwas Milch übrig habe zum Reinrühren, wobei man ganz klar sagen muss, dass das aufgewärmte Kartoffelpüree in der Zwischenzeit durch den hohen Anteil von Stärke zum Teil sehr klumpig wird, zum Teil wie Kleister wird. Wenn ihr eine Abwandlung machen wollt, zum Beispiel mit angeschwitztem Speck und Zwiebeln und sie dann in die Kartoffelmasse geben wollt, dann macht das ruhig. Wenn ihr das Ganze mit irgendwas verfeinern wollt, manche geben zum Beispiel frisch geriebenen Parmesan mit rein oder mit frischen Kräutern, dann dürft ihr das natürlich auch machen. Solltet ihr euch die Mühe gemacht haben, die Kartoffeln vorher, also vor der Zugabe von Kräutern zum Beispiel, durch ein Haarsieb passiert zu haben, dann wäre auch eine Überlegung wert, die feine passierte Kartoffelmasse in einen Spritzbeutel zu geben und das Ganze auf die Teller zu dressieren. Abonniert meinen Kanal für noch mehr Videos, schaltet bitte die Glocke ein, bleibt gesund, bis bald.